Bist du wirklich wach oder nur im Autopilot-Modus? Hast du dich jemals gefragt, ob du wirklich bewusst lebst? Oder bist du nur ein passiver Beobachter deiner eigenen Gedanken? Die meisten Menschen glauben, dass sie ihre Entscheidungen bewusst treffen. Aber was wäre, wenn dein Geist nur ein Programm abspult, das aus der Vergangenheit und aus gesellschaftlichen Prägungen besteht? Wir leben oft im Autopilot-Modus, denken an die Vergangenheit, sorgen uns um die Zukunft und verpassen dabei den einzigen Moment, der wirklich zählt: das Jetzt. In diesem Video erforschen wir die wahre Natur des Bewusstseins und zeigen dir, wie du aus der mentalen Gefangenschaft ausbrechen kannst. Denn echte Freiheit beginnt nicht im Außen, sie beginnt in deinem Geist. Bleib bis zum Ende dran, denn wenn du dieses Wissen einmal verstanden hast, wird sich deine Wahrnehmung für immer verändern. Die meisten Menschen glauben, dass sie bewusste Entscheidungen treffen, ihr Leben aktiv gestalten und die Kontrolle über ihre Gedanken haben. Aber ist das wirklich so? Oder laufen wir nur auf Autopilot, gesteuert von vergangenen Erfahrungen, gesellschaftlichen Prägungen und unbewussten Mustern? Die Illusion der Kontrolle. Jeden Tag treffen wir tausende kleine Entscheidungen. Was wir essen, was wir anziehen, welchen Weg wir zur Arbeit nehmen. Doch die meisten dieser Entscheidungen geschehen automatisch, ohne dass wir darüber nachdenken. Unser Verstand liebt Effizienz und Wiederholung, weil sie Energie sparen. Hast du heute Morgen wirklich bewusst entschieden, welche Kleidung du trägst? Oder hast du einfach das genommen, was du immer trägst? Hast du dein Frühstück bewusst ausgewählt oder war es nur eine Gewohnheit? Sind deine Reaktionen auf andere Menschen wirklich frei gewählt oder folgst du alten Mustern? Das Gehirn ist eine Mustererkennungsmaschine. Es nutzt vergangene Erfahrungen, um Entscheidungen zu treffen, bevor du überhaupt merkst, dass du eine Wahl hast. Das bedeutet, viele deiner Handlungen sind nicht wirklich frei, sondern vorprogrammiert. Warum leben wir auf Autopilot? Unser Geist funktioniert nach 2 Modi. 1. Der bewusste Modus. Hier treffen wir absichtliche Entscheidungen, reflektieren über unser Verhalten und sind im Moment präsent. 2. Der automatische Modus. Hier agieren wir instinktiv, folgen alten Mustern und lassen uns von Emotionen steuern. Das Problem ist, dass die meisten Menschen die meiste Zeit im automatischen Modus leben. Ein Beispiel aus dem Alltag. Stell dir vor, jemand kritisiert dich. Wie reagierst du? Wirst du wütend und verteidigst dich? Wirst du unsicher und ziehst dich zurück? Oder kannst du ruhig bleiben und bewusst entscheiden, wie du reagieren möchtest? Die meisten Menschen reagieren aus dem Bauch heraus. Nicht, weil sie es bewusst so wollen, sondern weil ihr Unterbewusstsein das alte Muster Angriff, Verteidigung aktiviert. Das mentale Gefängnis. Wie du unbewusst gefangen bleibst. Dein größtes Gefängnis sind nicht äußere Umstände. Es ist dein eigener Verstand. Wir alle tragen unbewusste Überzeugungen mit uns herum, die unser Denken und Handeln bestimmen. Ich bin nicht gut genug. Ich darf keine Fehler machen. Ich muss es allen recht machen. Das Leben ist ein Kampf. Diese Gedanken erscheinen uns normal, weil wir sie seit unserer Kindheit gelernt haben. Doch sie bestimmen, wie wir uns selbst und die Welt sehen, und sie halten uns in alten Mustern gefangen. Das Problem ist, solange du diese Muster nicht erkennst, kannst du sie nicht verändern. Wie du das mentale Gefängnis erkennst. Der erste Schritt zur Bewusstheit ist Beobachtung. Du musst anfangen, deine eigenen Gedanken und Reaktionen zu hinterfragen. Erste Frage dich regelmäßig: Ist das wirklich meine bewusste Entscheidung? 2. Achte auf deine emotionalen Reaktionen. Sie zeigen dir deine unbewussten Muster. 3. Führe ein Tagebuch, um deine Gedanken und Gewohnheiten zu analysieren. Die Fähigkeit, einen Moment innezuhalten und deine eigene Reaktion zu beobachten, ist der Schlüssel zur Befreiung aus dem mentalen Gefängnis. Fazit: Bewusstes Leben beginnt mit Selbstbeobachtung. Solange du deine Gedanken und Reaktionen nicht bewusst wahrnimmst, bist du nicht wirklich frei. Du folgst nur einem unsichtbaren Skript, das dein Unterbewusstsein für dich geschrieben hat. Doch es gibt einen Ausweg.
Bewusstsein. Im nächsten Abschnitt werden wir über die Kraft des gegenwärtigen Moments sprechen und warum echte Freiheit nur im Hier und Jetzt existiert. Die meisten Menschen leben entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Sie denken über Fehler nach, bereuen Entscheidungen oder machen sich Sorgen über das, was noch kommen wird. Doch je mehr wir über das nachdenken, was war oder was sein könnte, desto mehr verpassen wir den einzigen Moment, der wirklich existiert. Das Jetzt. Doch was bedeutet es eigentlich, wirklich bewusst im gegenwärtigen Moment zu sein? Und warum fällt es so vielen Menschen schwer? Warum wir ständig aus dem Moment fliehen? Unser Verstand liebt es, Probleme zu lösen. Er springt von einem Gedanken zum nächsten, sucht nach Gefahren, plant mögliche Szenarien oder analysiert vergangene Ereignisse. Das hat einen evolutionären Grund. Früher war unser Überleben davon abhängig, dass wir Gefahren vorhersehen konnten. Doch heute führt dieses Verhalten oft zu ständiger mentaler Unruhe und Stress. Wenn wir in Erinnerungen schwelgen, leben wir in der Vergangenheit. Wenn wir uns Sorgen machen, leben wir in der Zukunft. Aber das Leben geschieht nur im Jetzt. Der ständige Gedankenfluss sorgt dafür, dass wir den gegenwärtigen Moment selten vollständig erleben. Doch wie oft bist du wirklich präsent in dem, was du tust? Ein kleines Experiment. Setze dich für 1 Minute still hin und schließe die Augen. Achte auf deine Atmung. Beobachte, wie dein Verstand sofort beginnt, an etwas anderes zu denken. Eine Aufgabe, eine Erinnerung, eine Sorge. Merkst du, wie schwer es ist, einfach nur im Moment zu sein? Achtsamkeit im Alltag, bewusst leben statt auf Autopilot sein. Echte Achtsamkeit bedeutet, das Leben bewusst zu erleben, anstatt es nur automatisch zu durchlaufen. Hier sind einige einfache Übungen, um bewusster zu leben. Achtsames Essen. Statt beim Essen am Handy zu scrollen oder an etwas anderes zu denken, konzentriere dich auf den Geschmack, die Textur und die Empfindungen. Bewusstes Atmen. Mehrmals am Tag halte inne und nimm 3 tiefe Atemzüge. Dies hilft, dich in den gegenwärtigen Moment zurückzubringen. Langsamer werden. Laufe bewusster, sprich bewusster. Höre wirklich zu, wenn jemand mit dir spricht, statt deine Antwort bereits zu planen. Den Körper spüren. Oft sind wir nur in unserem Kopf, aber nicht in unserem Körper. Spüre deine Füße auf dem Boden, deine Hände, dein Gesicht. Wie Achtsamkeit dein Leben verändert. Wenn du beginnst, bewusster zu leben, wirst du Folgendes bemerken. Weniger Stress. Du hörst auf, ständig in der Zukunft oder der Vergangenheit zu sein. Mehr Klarheit, deine Gedanken sind weniger chaotisch, weil du sie bewusst wahrnimmst. Bessere Entscheidungen, weil du nicht mehr impulsiv, sondern mit Klarheit handelst. Tiefere Verbindungen, weil du wirklich zuhörst und im Moment mit anderen präsent bist. Bedeutet das, dass du niemals in Gedanken abschweifen wirst? Nein, natürlich nicht. Aber wenn du bemerkst, dass du es tust, kannst du dich sanft wieder ins Jetzt zurückbringen. Denn das ist der Schlüssel. Nicht aufhören zu denken, sondern bewusst wahrnehmen, dass du denkst. Fazit: Der gegenwärtige Moment ist der einzige Ort, an dem du wirklich frei bist. Je mehr du in den gegenwärtigen Moment eintauchst, desto mehr Kontrolle gewinnst du über dein Leben. Du bist nicht länger ein Sklave deiner Gedanken, du wirst zu ihrem Beobachter. Im nächsten Abschnitt sprechen wir darüber, warum wahre Freiheit nicht bedeutet, alles zu kontrollieren, sondern zu erkennen, dass Kontrolle eine Illusion ist. Die meisten Menschen glauben, dass Freiheit bedeutet, Kontrolle über ihr Leben zu haben, über ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihre Umgebung. Doch paradoxerweise ist es genau dieser Kontrollzwang, der uns gefangen hält. Wahre Freiheit entsteht nicht, wenn du versuchst, alles zu kontrollieren, sondern wenn du loslässt und erkennst, dass Kontrolle eine Illusion ist. Warum fällt es uns so schwer, die Dinge einfach geschehen zu lassen? Die Illusion der Kontrolle.
warum wir an Dingen festhalten. Unser Verstand ist darauf programmiert, Sicherheit zu suchen. Er glaubt, dass Kontrolle gleichbedeutend mit Sicherheit ist. Wenn wir unser Leben, unsere Emotionen und unsere Gedanken perfekt lenken könnten, würden wir uns endlich frei und entspannt fühlen, oder? Doch das Problem ist, das Leben ist unvorhersehbar. Menschen verändern sich, Pläne scheitern, Gefühle kommen und gehen. Die Zukunft ist ungewiss. Und genau hier liegt das Paradoxon. Je mehr wir versuchen, unser Leben unter Kontrolle zu halten, desto mehr Stress und Angst erzeugen wir. Was passiert, wenn du loslässt? Loslassen bedeutet nicht, dass du dein Leben einfach treiben lässt und keine Verantwortung übernimmst. Es bedeutet, bewusst zu erkennen, dass du nicht alles kontrollieren kannst. Und das ist in Ordnung. Stell dir vor, du versuchst einen Fluss mit deinen Händen aufzuhalten. Du kämpfst gegen die Strömung, versuchst das Wasser festzuhalten, aber es fließt dir immer wieder durch die Finger. Das Ergebnis? Du bist erschöpft, frustriert und unzufrieden. Doch wenn du stattdessen lernst, mit der Strömung zu schwimmen, wird das Leben plötzlich leichter. Loslassen bedeutet nicht, aufzugeben. Es bedeutet, mit dem Leben zu fließen, anstatt gegen es zu kämpfen. Wie du aufhörst, alles kontrollieren zu wollen. Praktische Schritte, um echte innere Freiheit zu erfahren. Beobachte deine Gedanken, anstatt sie zu verändern. Wenn du eine negative oder ängstliche Gedanken hast, versuche nicht, ihn sofort loszuwerden. Beobachte ihn einfach. Frage dich, woher kommt dieser Gedanke? Ist er wirklich wahr? Lerne, Unsicherheit zu akzeptieren. Das Leben ist von Natur aus unvorhersehbar. Versuche, Unsicherheit als natürlichen Teil des Lebens zu akzeptieren, anstatt sie zu bekämpfen. Verändere deine Perspektive auf Fehler. Fehler sind keine Katastrophen, sondern Lektionen. Wenn du versuchst, jede Möglichkeit des Scheiterns zu eliminieren, verpasst du die besten Gelegenheiten zu wachsen. Erkenne, dass du nicht deine Gedanken bist. Deine Gedanken kommen und gehen. Doch wer ist es, der diese Gedanken beobachtet? Sobald du erkennst, dass du der Beobachter bist, bist du nicht mehr von deinen Gedanken gefangen. Was geschieht, wenn du dich wirklich vom Kontrollzwang befreist? Wenn du aufhörst, alles zu kontrollieren, passieren erstaunliche Dinge. Du wirst ruhiger. Plötzlich fühlt sich das Leben nicht mehr wie ein ständiger Kampf an. Du triffst bessere Entscheidungen, weil du nicht mehr von Angst oder Druck getrieben wirst. Deine Beziehungen verbessern sich. Du hörst auf, Menschen ändern zu wollen und akzeptierst sie so, wie sie sind. Du bist präsenter. Wenn du nicht ständig in der Zukunft oder Vergangenheit bist, kannst du den gegenwärtigen Moment wirklich erleben. Die größte Illusion, die wir haben, ist die, dass wir die Zukunft vollständig kontrollieren können. Doch wahre Freiheit kommt nicht aus Kontrolle. Sie kommt aus Vertrauen. Fazit: Freiheit bedeutet nicht Kontrolle, sondern Akzeptanz. Wirkliche Freiheit entsteht nicht dadurch, dass du alles in deinem Leben perfekt steuerst, sondern dadurch, dass du erkennst, dass das Leben von Natur aus ungewiss ist. Und das ist okay. Die Frage ist nicht, wie kann ich alles kontrollieren? Die Frage ist, wie kann ich lernen, mit dem Leben zu fließen, anstatt dagegen zu kämpfen? Wahre Freiheit ist nicht das Fehlen von Herausforderungen, sondern die Fähigkeit, dich selbst zu akzeptieren und das Leben zu leben, ohne ständig nach Kontrolle zu streben. Wenn du beginnst, dich von der Illusion der Kontrolle zu befreien, wirst du feststellen, dass du im Einklang mit der Welt bist und die wahre Bedeutung von Freiheit erlebst. Deine Gedanken und Ängste sind nicht das, was dich definiert. Du bist der Beobachter, der erkennt, dass der wahre Weg zur Freiheit in der Fähigkeit liegt, zuzulassen, statt zu kontrollieren. Was denkst du über echte Freiheit? Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Abonniere unseren Kanal für mehr spannende Inhalte und Erkenntnisse.